Manchmal würde ich gern die Zeit anhalten, dem fließenden Strom sagen, warte einen Moment, bleib stehen. Vielleicht bin ich ja deshalb Fotografin geworden, damit ich die Zeit anhalten und einen Augenblick herausgreifen kann. Beim Porträtieren von Menschen gibt es immer den einen Moment, in dem alles stimmt. Und diese 60. Sekunde, in der ich die Zeit einfrieren kann, dieser eine festgehaltene Augenblick, das ist der Moment des Innehaltens. Für den porträtierten Menschen wie für mich. Und dann geht es mit dem Lauf der Welt ja auch schon wieder weiter. Alles ist in Bewegung. Selbst die Seine tritt über die Ufer und fließt in die Stadt hinein. Manchmal bleibt die Zeit wirklich stehen. 50 Jahre oder so. So wie hier in diesem Bistro am Seineufer. Ein Ort der Begegnung für Menschen. Zufällige und doch intensive Begegnungen. Für mich ist das Fotografieren ein Blick in das Innere der Menschen. Mit dem Fotoapparat in der Hand komme ich mit allen ins Gespräch. Und das ist es, was mich am allermeisten interessiert. Die Menschen. Zu erfahren, was sie denken und fühlen. Mehr zu sehen, als man sieht. Das Wichtige zu sehen und das scheinbar Unwichtige auch. Beim Porträtieren erfahre ich viel von anderen Menschen. Das, was sie zeigen wollen und das, was sie nicht zeigen wollen. Das Riesenrad am Louvre dreht sich, so wie ganz Paris. Seit über 2000 Jahren erfindet Paris sich immer wieder neu und schöpft doch gleichzeitig tief aus seiner Geschichte. In dieser Stadt ist alles nebeneinander. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Ich kann das sehen, hören und fühlen. Dafür muss ich die Zeit gar nicht anhalten. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. In diesem Moment. Es ist alles hier.